das brauche ich niemandem zu sagen. Der Mozart ist ein Vollblut-Hengst, Musiker, Entschuldigung. Ja. Beethovens Musik hat alles, was Menschsein bedeutet. Und Beethovens Musik hat so eine Allgemeingültigkeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Musik entspringt irgendwie aus dieser menschlichen Seele, die in uns allen wohnt. Also es ist eine Musik, die kann uns bis zum Äußersten fordern. Bei Beethoven, das ist einer von denen, der etwas setzt, um es noch einmal von innen anzuschauen. Also ich fühle mich jedenfalls dem Beethoven-Denken näher. Also diese 3 letzten Sonaten von Beethoven sind so eine Musik, die mich sehr stark anspricht, weil sie unendlich ehrlich ist. Das ist eine Liebe, das ist eine Freundschaft, das ist eine unglaublich intensive Beziehung. Ich weiß, es gibt Skizzen von Beethoven, zum Beispiel einen der A-Moll 132. Er hat so viele Skizzen von den Schluss gemacht. 12, immer das Gleiche, 4 Takte. Ich weiß gar nicht, was der große Unterschied sein soll. Er musste nachher die 11. davon wegschmeißen. Und ich bin auch manchmal, also ich bin mit meiner Arbeit permanent, ich mache immer noch Tangen, sozusagen. Helmut habe ich kennengelernt am Kaffeetisch bei meinem Großvater. Mein Großvater war Chorleiter und Helmut hat in diesem Chor gesungen als junger Mann. Das war tatsächlich mein erster Kontakt mit Musik, die nicht so geschrieben ist wie halt irgendwie so traditionell. Das waren Hieroglyphen, diese Schreibweise. Ich kann nicht den Leuten irgendwie vorschreiben, welche Antennen sie jetzt ausfahren müssen. Jeder Mensch hat ja eben so eine Struktur. De facto, was passiert ist, die Struktur des Stücks reibt sich mit der Struktur dessen, der hört. Also ich mache ein Stück und dann sagen die halt irgendein Adjektiv, interessant, spannend, langweilig oder irgend sowas. Die reden einfach über sich selber. Ich denke, Komponisten müssen ihrer Zeit voraus sein. Die müssen etwas tun, was in ihnen wohnt und woran sie glauben und wofür sie sich kompromisslos einsetzen. Und ich glaube, ich bin sicher, dass das der Helmut und der Beethoven beide geschafft haben. In ihrer Zeit, auf ihre Weise. Beide haben an ihre Vision geglaubt und haben sich nicht bremsen lassen. Diese Beflügelung, die dann entsteht, wenn man sich darüber hinwegsetzt, wenn man sagt, das ist alles zweitrangig, das sind Äußerlichkeiten, ob das jetzt gefällt. Also die ist so stark, dass die auch für uns Interpretinnen und Interpreten noch eine Lebensenergie enthält.
Und so sind sie beide Vorbild für mich. Musiker, zu denen ich auch hochschaue. Dieses Gefühl, dass es große Geister sind, die uns irgendwo auch lenken und leiten und uns Kraft geben.